Heute sprechen wir wieder über Zeit und wie Zeit in Österreich wahrgenommen und mit ihr umgegangen wird. In einem ersten Teil haben wir euch schon erklärt, wie wir beispielsweise zur Pünktlichkeit stehen oder wie wir Arbeits- und Freizeit sehen. Heute sprechen wir über 4 weitere Aspekte von Zeit in Österreich. Los geht's! Grüß euch! Wir sind Nati und Verena. Bei uns dreht sich alles um das Deutsch und das Leben in Österreich. Wir begleiten euch auf eurem Weg vom ersten Kontakt mit dem Dialekt bis hin zum Moment, wo Gespräche verstehen kein Problem mehr ist. Vor kurzem habe ich ein Buch über die Zeit bzw. das Zeitempfinden in verschiedenen Kulturen gelesen. In dem Buch von Robert Levin wird erklärt, dass es in jeder Kultur eine sogenannte Silent Language gibt, nämlich jene, die die Regeln einer sozialen Zeit widerspiegelt. Er erwähnt 8 Punkte, in denen sich Kulturen in Bezug auf Zeit unterscheiden. Wenn wir diese Punkte beachten, können wir uns in anderen Kulturen besser zurechtfinden oder sie zumindest besser verstehen. Schauen wir uns also jetzt 4 Aspekte zu Zeitempfinden und Zeit in Österreich an. Wartezeit. Zeit ist Geld. Ein sehr typischer Ausdruck bei uns. Diese 3 Wörter sagen sehr viel über unsere Kultur aus, nämlich Zeit ist wertvoll. Wir sollen und möchten sie immer so gut wie möglich nutzen. Daher kommt auch unsere Ungeduld, wenn Dinge einmal etwas länger dauern. Das sehen wir im Alltag zum Beispiel, wenn wir an einer Supermarktkasse oder an der Bushaltestelle warten müssen. Anders als in anderen Kulturen werden wir schnell ungeduldig und fühlen uns unwohl, wenn wir länger warten müssen. Während es an der Supermarktkasse nur ein paar Minuten sind, die wir bereit sind zu warten, bevor wir jemanden bitten, eine neue Kasse aufzumachen, sind es beim Arzt oder bei der Ärztin ca. 30 Minuten. Wir persönlich würden sagen, dass alles über 30 Minuten unsere Toleranzgrenze fürs Warten überschreitet. Was ist eure Toleranzgrenze beim Warten? Ist es üblich, Personen warten zu lassen in euren Heimatländern? Und wie wird das wahrgenommen? Anders ist unser Tempo übrigens bei Entscheidungen oder wichtigen Dingen, die erledigt gehören, die wir aber nicht gern tun oder die unangenehm sind. Da haben wir oft eine passive Haltung. Ganz nach dem Motto, schauen wir mal oder ja, mach ich nachher. Wir zögern also gern Dinge hinaus, die uns schwerfallen, anstatt klar zu entscheiden und sofort ins Tun zu kommen. Vielleicht sagen uns daher manche Lernende, dass sie uns ÖsterreicherInnen als gelassener empfinden. Wie nehmt ihr das wahr? Clock Time versus Event Time. In dem Buch von Robert Levin unterscheidet der Autor zwischen Kulturen, die sich nach der Uhrzeit richten und Kulturen, die sich nach Ereignissen richten. In Österreich gehören wir definitiv zu ersterem. Für uns sind Termine und Uhrzeiten das A und O. Wir halten uns an diese Termine und sind normalerweise wenig flexibel, wenn es zu Änderungen kommt. Wir planen auch gern im Voraus Dinge, wie zum Beispiel den Urlaub, aber auch andere Freizeitaktivitäten wie Konzerte. Gut, die letzten 2 Punkte sind eher 2 Tipps und Ratschläge, die der Autor Robert Levin für uns hat. Und zwar üben, üben, üben und wenn wir etwas nicht verstehen, sollten wir es nicht kritisieren. Genau das möchten wir auch euch heute mitgeben. Auch wenn die Einstellung zur Zeit und dem Zeitgefühl in Österreich anders ist, als ihr es gewohnt seid, möchten wir euch einladen, immer offen zu sein für Unterschiede und versuchen, andere Kulturen zu verstehen. Wie beim Deutschlernen, so ist es auch mit kulturellen Unterschieden. Es braucht Zeit, um sich daran zu gewöhnen und sich damit wohlzufühlen. Jetzt möchten wir von euch noch wissen, welche starken Unterschiede nehmt ihr zwischen eurer Kultur und anderen Kulturen wahr? Und wie geht ihr damit um? Schreibt uns das gern unten in die Kommentare. Danke, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Wir sehen uns nächste Woche wieder und bis dahin, wie immer nicht vergessen, gemeinsam macht Zeit in Österreich. Doppelt so viel Spaß. Muss man in Österreich pünktlich sein? Wie ernst werden vereinbarte Termine genommen? Und hält man sich immer an die abgemachte Uhrzeit?